Mein Name ist Moritz Heller, ich komme aus Düsseldorf und ich bin während der Corona-Zeit von Deutschland nach Thailand mit dem Fahrrad gefahren. Dann habe ich mir einen Reisepartner auf einer Facebook-Gruppe gesucht und bin mit dem losgefahren. Zu der Zeit war noch Herbergsverbot in Deutschland, das heißt, wir mussten überall campen oder bei Leuten unterkommen. Eine schöne Geschichte war, dass wir in Sachsen bei einer Familie untergekommen sind, die in so Baumzelten wohnten. Das war sehr abenteuerlich. In diversen anderen Nächten besuchten uns Wildschweine in Waldgebieten. Also da fing es schon so ein bisschen an, abenteuerlich zu werden. Dann ging es weiter über Polen, wo wir Auschwitz besucht haben, durchs KZ gelaufen sind. Dann sind wir von Polen in die Ukraine gefahren, haben uns offline navigiert durch so ein Waldgebiet und haben dann versehentlich den dritten Teil des Checkpoints angesteuert, wo dann die Grenzbeamten schon mit ihren G36 auf uns warteten und uns mit unseren eigenen Waffen schlagen wollten. Uns wurde dann eine illegale Einreise vorgeworfen. Wir haben versucht, die Missverständnisse aufzuräumen, aber das hat die wenig interessiert. Darauf folgte dann die Einzelhaft und 24 Stunden Gewahrsamkeit. Unser Gepäck wurde konfisziert, wir durften keinen Kontakt zur deutschen Botschaft aufnehmen und wurden da in allen lustigen Spielchen vorgeführt von den Beamten mit Fotowand, Fingerabdrücken. Der größte Tiefpunkt kommt jetzt erst, als ich versuche, das Russland-Visum zu bekommen. So, tschüss, Kiew. Keine Chancen, ein Russland-Visum zu bekommen. Planänderung, jetzt geht es ums Schwarze Meer herum. Rumänien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Aserbaidschan. Ja, Maurice und ich haben persönliche Differenzen, deswegen werden wir nicht zusammen weiterfahren, was völlig in Ordnung ist. In Georgien treffe ich ein deutsches und ein tschechisches Pärchen, mit denen ich gemeinsam durch den Kaukasus fahre. Diese Wildhunde hier, die haben uns durchs ganze Gebirge eskortiert und haben alles aus dem Weg gebellt, was uns in die Quere kam. Also landschaftlich ist Georgien das beste Land, das schönste Land der ganzen Reise. Schönen guten Morgen, wir sind hier auf 2200 Meter in Ushguli, wo wir gestern hingefahren sind. Und das ist der Ort, so wie ich mir die Reise vorgestellt habe, mit so einem Blick hier. In Armenien mache ich ungefähr 15.000 Höhenmeter und bin minimal ausgestattet mit meinen Wollsocken und meinen atmungsaktiven Sportschuhen. Nächstes Land Iran, wo ich einen weiteren deutschen Fahrradreisenden treffe, den Anton. Der kommt aus Berlin, den habe ich auf Instagram kennengelernt. Wir sind morgens gestartet bei minus 18 Grad. Wir wussten gar nicht, was der Tag bringen wird. Wir sind einfach blind drauf losgefahren. Wir wussten nicht, wo wir übernachten, wo wir landen werden. Wir sind einfach in die Berge gefahren. Die Iraner sind die gastfreundlichsten Menschen, die ich auf der ganzen Reise kennengelernt habe. Von Dubai möchte ich jetzt weiterfahren in den Oman. Auf dem Highway werde ich jetzt leider von einem Auto attackiert, was mich von hinten weghaut. Ich sitze in der Luft, fliege auf den Asphalt. Das Auto fährt über mein Gepäck, über mein Fahrrad und flüchtet. Er hat mich von hinten weggerammt. Ich bin über die Motorhaube geflogen und habe dabei seinen Außenspiegel abgerissen, der sich dann in meinen Oberschenkel bohrte. Bombay ist eine Wahnsinnsstadt mit einem Horrorverkehr, wie die sich da aneinander vorbeischlängeln. Fußgänger, Rikschas, Autos und Taxis. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ich fahre weiter von Mumbai nach Goa bei einer Wahnsinnshitze. Ich komme teilweise nur 30 Kilometer pro Tag voran bei 46 Grad. Rishikesh ist bekannt für transzendentale Meditation und Yoga. 1968 kamen die Beatles nach Rishikesh, um sich von ihrem Guru beflöten zu lassen. Es entstand das White Album, das bedeutendste Pop-Album aller Zeiten. In Nepal treffe ich Hannes, den habe ich in Goa kennengelernt. Und mit ihm mache ich zusammen die Annapurna Basecamp-Besteigung.
Rückblickend kann ich sagen, dass es eine Wahnsinnsreise war und ich mir beweisen konnte, zu was ich fähig bin.